goeie. De eerste stap van een fietsreis is vanzelfs het uitzwaaien van de familie. Dorit! Dorit! Grace om de faam uit te wuiven. Go! Dit keer wilde ik die net meenemen op een fiets om de mooie longen te skippen, want ze hele spannend is. Duitsland en Denemarken nou ik ben net. Ben in grote bergen en geen rendieren. Ik wil die namelijk dit keer meenemen om die de meesten te tonen die zo vriendelijk zijn om hier een onderdak onder te bieden en een pandje warm eten. En mijn vraag aan haar is dan ook van, nou ja, waarom had ze dan in een goede giet meesten zoals mij van die hele zwalkers dan in haar huis opnemen voor een of meerdere nachten. Die Ursprungssituation ist eigentlich, dass ich selber gereist bin mit dem Rucksack, dann zufällig Leute getroffen habe, die mich dann ja, sehr gastfreundlich dann aufgenommen haben oder angeboten haben, dass ich bei denen bleiben kann. Das erste Mal, da war ich vielleicht 20 oder so, da habe ich das erste Mal gesehen und gelernt, dass das möglich ist, dass man da keine Angst haben muss und dass das sehr nett sein kann. An einem Ort, wo wir gewohnt haben, wo wir wenig mobil waren mit den kleinen Kindern, wir haben selber nicht mehr so viel gereist, wir das aber spannend fanden, ja, Leute aufzunehmen, die das zu schätzen wissen und die dann von ihren Reisen erzählen können und wo man immer was dazulernt. Ne? Also das ist eigentlich so das Spannendste, das ist immer was, so ein bisschen Abenteuer dann, ne? In seinem eigenen Haus. Wir reisen selber gerne und wir sind oft in derselben Situation und wir finden das schön, auch Leute zu treffen, die da wohnen. Und zumal ich öfter mal Probleme mit dem Fuß habe und sehr unbeweglich bin und dann kommt die Welt zu mir und ich brauche nicht zu verreisen. Ja. Ja, wir haben Gäste auch aus anderen Ländern gehabt und so, das ist immer sehr schön. Und dann die Leute, die so mit dem Fahrrad unterwegs sind, sind ja meistens auch sehr aufgeschlossen und haben auch viel zu erzählen und interessieren sich auch für viele Sachen. A lot of people could just sort of sit around doing nothing, growing old. I like having a lot of young people by. It keeps me a little young, I think, once in a while. So having some people coming by, eating a little breakfast or a little dinner or whatever, helping them out if I can, I think is awesome. Hello. See? So if you're not afraid of dogs, you don't mind a little smoke and a little loud music once in a while, then this is a great place to come. And I also get to hear stories about the road, learn about other people, where they come from, what they do. It's pretty awesome. En ik ben hier na 5 dagen aangekomen in het lietse plakje dat heet van Kattrup hier in Denemarken. En ik maak dus 2 maanden blauw om mijn romanwerkje te kennen, om daar een mooi begin mee te maken. En dan hadden dus ook de vraag waarom in godsnaam dat ze me hier 2 maanden in haar huis opnemen, midden in haar familie. Det er jo fordi, at vi synes, at du er en del af vores familie, så det er rigtig rart at have dig her. Vi synes, det er en fornøjelse, når du er her. Og vi kender dig, og ved, hvad du er for en type, og det passer meget godt ind i det her underlige hus. Det synes jeg er en vigtig del, at når man siger ja til 2 måneder, at man ved, hvem er det egentlig, vi snakker om, og fordi vi jo også en gang har oplevet mennesker, der måske ikke passer så godt ind i systemet, men det ved vi, det gør du. Og vi kan også sætte dig til at lave noget, hvis det er, at der er et eller andet der. Nou, det giet dus goed en wel aankomen ben en dus zo sterk is een schoon plakje hebben, maar ik nou zelfs goud te zetten met mijn boek. En ik wil die zelfs ook verder bericht Jan hoe mijn wederwaardigheden hier. Dus zo had ik God, wie zees.